Nach etwa 2500 Kilometer erreichen wir unser erstes Ziel, wo wir länger bleiben wollen. Und darüber möchte ich heute berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Wir sind am Morgen des 25. Oktober vom Stellplatz Vista Montana gestartet und es waren nur 160 Kilometer bis zum Stellplatz Herrera Camper in Mazarrón. Wir fahren diesen Stellplatz in Mazarrón an, weil wir dort unsere besten Freunde Lisa und Horst treffen. Sie waren so freundlich und haben uns hier einen Platz reserviert. Das heißt, sie haben nachgefragt, ob hier noch ein Platz frei wäre oder Plätze frei sind. Das war der Fall, natürlich nur für eine beschränkte Zeit. Der Platz ist schon sehr gut ausgebucht. Es gibt aber immer noch wieder freie Plätze und dann kann man hier für einige Tage bleiben. Das wird aber in den November hinein und besonders auch in den Dezember hinein immer schwieriger, hier einen freien Platz zu bekommen. Wir hatten das Glück, dass wir diesen Platz bis etwa Mitte November buchen konnten und so bleiben wir bis dahin hier auf diesem Stellplatz. Die Plätze sind großzügig, so dass man auch seinen Pkw mit auf den Platz stellen kann und auch den Anhänger mit raufnehmen kann. Das ist nicht auf jedem Stellplatz möglich, aber hier ist es möglich. Unsere Parzelle hat eine Größe von 13 Meter Tiefe und 6 Meter Breite. Also schon ganz ordentlich. So können wir den Anhänger hinten hinstellen, die Fahrräder noch daneben stellen und haben immer noch ein bisschen Platz. Dieser Platz ist ja relativ neu. Ich habe im Frühjahr diesen Jahres schon über diesen Platz berichtet. Da war er aber noch so ein bisschen im Aufbau. Jetzt ist doch fast alles fertig. Und deshalb möchte ich nochmal einige Bilder hier vom Platz zeigen. Alles ist hier großzügig und sauber und fertiggestellt ist jetzt auch der Pool. Der Pool ist nicht beheizt, hat jetzt Ende Oktober, Anfang November eine Temperatur von 18-20 Grad. Am Pool gibt es auch Stellplätze. Wer das mag und gerne am Pool steht mit Sicht auf den Pool, der stellt sich hier hin. Fertiggestellt ist jetzt auch die Bar. Sie ist direkt am Pool. Bei nicht so schönem Wetter kann man die Seitenwände und das Dach schließen. Sie hat geöffnet von nachmittags bis maximal 22 Uhr. Es gibt an verschiedenen Stellen hier auf dem Platz die Möglichkeit zu grillen. Wer also seinen eigenen Grill nicht dabei hat, kann diese hier nutzen. Es gibt unterschiedlich große Plätze hier. Hier hinten am Ende des Platzes gibt es Plätze, die haben eine Länge von 20 Meter und eine Breite von 8 Metern. Also da kann man durchaus mit einem Gespann, das heißt Wohnmobil und Anhänger, stehen. Wir treffen auf unseren Reisen ja immer wieder bekannte Gesichter, so in diesem Fall Simone und Udo. Über die beiden habe ich ja schon mehrfach berichtet. Bei denen hat sich was verändert. Von einem selbst ausgebauten Kastenwagen ist ein gebrauchtes Wohnmobil geworden. Die beiden sind immer gut drauf und deshalb werde ich demnächst in einem Video über die beiden wieder berichten. Wer Fragen oder ein Problem hat, der geht zur Rezeption. Dort ist man sehr freundlich und hilfsbereit. Jetzt in den Wintermonaten 2021 kostet der Stellplatz 12 Euro. Die Parzelle im Sommer kostet der Platz 15 Euro. Strom kostet 3 Euro. WLAN gibt es auch. WLAN ist kostenlos. Man muss aber ganz klar sagen, wenn sehr viele im Netz sind, dann wird es schwierig hier. Das ist hier wie überall anders auf den Plätzen auch. Das muss ich noch hinzufügen, für Langzeitaufenthalte gibt es Preisnachlässe. Es gibt eine großzügige End- und Versorgung, hier können 6 Fahrzeuge gleichzeitig entsorgen. Auf diesem Platz stehen überwiegend Wohnmobile, aber natürlich dürfen hier auch Wohnwagen stehen.
und wer länger bleibt, der richtet sich entsprechend schön ein. Wie am Anfang schon erwähnt, auch unsere besten Freunde sind hier auf diesem Stellplatz. Sie haben eine schöne große Parzelle und haben hier gebucht bis Ende November und werden dann im Februar wieder hierher kommen, um dann das Frühjahr hier zu verbringen. Horst hat aufgerüstet, was Solar betrifft. Darüber werde ich mit Horst nochmal ein Video machen und zeigen, was er alles gemacht hat. Auch wollen wir nochmal berichten über Oyster Connect und sein Gerät, was WLAN und Internet betrifft. Wer längere Zeit in Spanien hier auf einem Stell- oder Campingplatz ist, für den ist eventuell ein Kochzelt nicht verkehrt. Ich werde im Dezember über so ein Kochzelt berichten, dann werden wir nämlich selber eins haben und dazu wird es dann von mir ein Video geben. Der Stellplatz liegt ja etwa 4 bis 5 Kilometer entfernt vom Ort Puerto Mazaron und damit auch vom Meer entfernt. Wer möchte, kann dort mit dem Fahrrad hinfahren. Natürlich müssen wir dann über eine mehr oder weniger stark befahrene Straße. Oder so wie hier gibt es eine kleine Nebenstrecke, die ist ein bisschen holprig, aber dort kann man auch mit dem Fahrrad ohne weiteres bis nach Puerto Mazaron fahren. Wir sind in Puerto Mazaron zu einem Telefonladen gefahren, der liegt so etwa mitten in der Stadt an der Durchfahrtsstraße. Dort habe ich mir eine Prepaid-Karte von Vodafone gekauft und zwar gab es für 20 Euro 70 Gigabyte. Das war aber nur ein kurzzeitiges Angebot, jetzt aktuell bekommt man für 20 Euro 35 Gigabyte. Ich nutze diese Prepaid-Karte in meiner Oyster Connect und sie funktioniert gut. Es gibt allerdings auch von Orange zum Beispiel auch so eine Prepaid-Karte, da sind die Leistungen etwa gleich, das heißt auch 35 GB für 20 Euro. Jetzt fahren wir hier an der Promenade vom Puerto Mazaron und werfen mal einen Blick auf den Strand hier. Wo sitzt ihr denn? Wir sind in Puerto Mazaron, direkt am Hafen bzw. am Meer, am Strand hier und trinken jetzt unser Bier. Aha. Da ist das am schönsten. Wir haben was getrunken, eine Kleinigkeit gegessen und dann geht es wieder zurück zum Stellplatz. Wir sind jetzt mehr als 4 Wochen auf Reisen, haben bisher noch keinen Landstrom, wenn ich es mal so nennen darf, gebraucht. Das heißt, wir leben oder nutzen nur unsere Solaranlage und die Lithiumbatterien und damit kommen wir sehr gut zurecht. Wir haben Solar, etwa 550 WP mit dem Zusatzfeld, was wir neben dem Mobil stehen haben und haben 360 Ampere-Stunden Lithiumbatterien. Das habe ich glaube ich auch noch nicht gezeigt. Man hat hier auf dem Stellplatz einen Fitnessparcours erstellt, den man kostenlos nutzen kann. In den letzten Tagen treffen immer wieder neue Camper hier ein. Viele, die nur einige Tage bleiben wollen oder vielleicht sogar nur eine Nacht. Und der Platz ist schon sehr gut gefüllt. Jetzt ist man in der Not hingegangen und hat hier eine Parkfläche noch als Plätze mit ausgewiesen, sodass man hier, wenn man nur eine Nacht bleiben möchte, auch stehen darf. Wenn ich dann so über den Platz gehe, dann sehe ich auch manchmal immer besondere Fahrzeuge, so wie in diesem Fall. Und hier habe ich dann den Besitzer des Fahrzeugs zu seinem Fahrzeug Ich treffe ja immer hier befragt. interessante Menschen und jetzt habe ich hier jemanden getroffen, der hat so ein Schätzchen hier und den möchte ich mal befragen, was das jetzt für ein Bus ist hier. Oder da fährst du. Sag mal eben kurz deinen Namen. Ich bin der Michael, hallo Hartmut. Hallo Michael, ja. Ja, ich komme aus Duisburg mit einem schönen 52 Jahre alten Omnibus O302 und der hat jetzt den Weg hierhin super gut geschafft. Ja, 2.500 Kilometer fast nonstop. Ja, ich bin begeistert. Ja, und ich habe den schon 35 Jahre. Oh, so lange hast du ihn schon? Ja, der ist jetzt 52 Jahre alt, ich habe ihn schon 35 Jahre. Ja, und habe ihn jetzt wieder zum Leben erweckt. Ja, und wie viele Kilometer hat er schon auf dem Tacho?
Noch nicht so viel, 180.000. Oh, das ist ja nicht viel. Nee. Ich habe gesehen vorne, das ist ein Mercedes Ja. Fahrgestell oder Mercedes-Bus. Ja, und der Motor ist ein OM 352. Der wird also, den gibt es als Schiffsdiesel, den gibt es im Krankenhaus als Notstromaggregat und den gibt es hier im Bus. Ah ja. Ja. Ach so, okay. Und funktioniert gut, läuft gut? Läuft, aber wie gesagt, ich hatte jetzt ein paar Problemchen mit dem Filter, der war verstopft, den mussten wir jetzt hier, hat der Chef hier netterweise mitgeholfen. Das war ganz toll. Jetzt habe ich hier ein neues Teil bestellt, habe ich gestern eingebaut. Jetzt läuft er wieder wie neu. Ja, das ist doch gut. Ja, und der kommt auch so durch den TÜV oder wie? Ja, ist das ich filme gerade neu über den TÜV. Ja. Hab natürlich, also ich stelle den Bus jetzt dieses Jahr zum ersten Mal hier unter, über den Winter. Ja. Und muss natürlich nächstes Jahr wieder nach Deutschland zum TÜV. Das ist ja doof bei den Wohnmobilen, obwohl die ja so gut wie nichts fahren, Ja. muss man natürlich jedes Jahr zum TÜV. Ne? Ja, das ist das eigentlich stimmt, traurig. das Ne? Das stimmt, ja. müsste man da vielleicht mal irgendwie eine Ausnahme machen. Ja. Oder eine Gesetzesänderung wäre schön, dass Autos, die sowieso nur 2.000, 3.000 Kilometer im Jahr fahren, das ist eigentlich Quatsch, dann jedes Jahr zum TÜV zu fahren. Richtig, richtig. Hast du den selber ausgebaut oder so gekauft? Nein, ich habe den einmal ausgebaut, vor 20 Jahren. Ja, und jetzt bin ich beim zweiten Mal dran und habe innen drin einiges neu gemacht. Kann Ja. ich dir aber jetzt nicht zeigen, Nein, weil das bereue ich habe ich gerade die Schublade ausgebaut wegen eines Wasserschadens. Da war leider eine Schelle undicht und jetzt hat es ein bisschen getröpfelt. Ja, gut, das Aber- kann passieren. Nee, alles gut. Ich wollte nur kurz mal hören, wie so ein Ding jetzt aussieht oder wie so ein Ding funktioniert. Aber das ist ja alles super. Ich sage dir Dankeschön für deine Ausführung. Ja, ich danke dir. Und mach hier noch ein paar Aufnahmen von deinem schönen Bus. Ja, gut. Okay. Okay, Ich wünsche ciao. euch noch eine schöne Zeit hier. Danke. Tschüss. Ciao. Immer wieder interessant, was es so alles gibt. Es findet hier auf dem Stellplatz immer noch ein reger Wechsel statt. Es kommen neue, einige gehen wieder und so werden auch wieder Plätze frei. Wenn der Abend kommt, gehen wir gerne nochmal über den Platz und es bleibt natürlich auch nicht aus, dass wir mal in der Bar am Pool dort einkehren. Man trifft sich, Camper haben immer viel zu erzählen und so ist immer ein sehr angenehmer Abend. Und so schließen wir jetzt hier dieses Video auch ab. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.